Ich möchte Sie zu meiner Lesung anlässlich Kärnten-Triennale II 2020, Kunstverein Kärnten, Zeit, Tempo, recht herzlich begrüßen. Das Thema Zeit, Vergänglichkeit, Verfall. Mein Beitrag: die Zeit der Kunst und Literatur. Im Sturm der Zeit schmiegen sich die Farben aufs Leinen und die Gedanken offenbaren sich in den Büchern. Gefangen von den tragischen Themen der Zeit, von globalen Umweltkatastrophen, von biosphärischen Zerstörungen, zwingt mich mein kubistischer bis expressionistischer Stil weitgehend zur Konfrontation mit menschlicher Bedrohung. Schon meine Titel Apokalypse, Emigration, Metamorphose, Dämon, Krieg symbolisieren die lebensbedrohenden Tabuthemen Angst, Untergang und Tod. Die kräftigen Ölfarben, welche ich auf Leinen oder Jute in weiter, schwungvoller Ausuferung auftrage, unterstreichen die Wucht der nahenden Katastrophe. Die Macht des Unvorstellbaren ist mit Covid-19 in meinen Holzreliefs beinahe eine Prophezeiung. Verborgen liegt meine Hoffnung, ohne die wohl keine Zwiesprache mit dem Schrecken möglich wäre. Die Hoffnung zeige ich mit zaghaften Strahlen, die sich aufbäumen, kämpfen, leuchten, um zu bestehen. Rückgriffe auf gegenständliche Elemente sind als erklärende Hinweise in die zum Kubismus und Expressionismus hin entwickelte Perzeption des Themas eingebunden. Auf Ästhetik nehme ich weitgehend keine Rücksicht, weil die mit Primärfarben gesetzten strillen Dissonanzen die Dringlichkeit des Anliegens hinausschreien. Die bildende Kunst wie die Literatur ist für mich ein hervorragender Weg, um mit Worte und Farbe allein durch Schweigen und visioneller Aufnahme zu einer poetischen Form von Sprache zu finden. Oft frage ich mich, beziehe ich meine Produkte aus der kaputten Gesellschaft, die mich am eigenen Verständnis zweifeln lassen. Oft bleiben mir auch beim Schreiben unausgesprochene Worte auf der Zunge kleben. Darum liebe ich die grellen Farben, die später auf Netzhäuten treffen und starke Gefühle auslösen. Des Weiteren versuche ich immer wieder Menschen wachzurütteln, um sie durch meine Arbeit und Versuche auf die Probleme, aber auch auf die Schönheiten der Natur aufmerksam zu machen. Über Tabus sollte geredet werden, ansonsten würde man sich an der Hemmung verschlucken und an Verboten zerschellen. Literatur und Kunst ist schließlich nur das Ausgeworfene, welches als Tabu gilt. Jedes meiner Bilder oder Bücher ist tief empfundenes, mir abgerungenes Zeugnis eines intensiven Erlebens. Meine Spontanität ist exzessiv schaffenden Phrasen, ist ebenso meine Art und Weise des Schaffens. Eigentlich sollte man vor jedem Bild stehen und um darin zu versinken, vielleicht auch in ein Buch hineinkriechen, um den tatsächlichen Kern der Sache auf den Grund zu gehen, um die psychische Tiefe zu erfassen. Für mich ist es immer wieder die Kunst, Literatur und Geschick zusammenzuführen, um Neues in meiner Zeit zu schaffen. Die Kunst ist lange, das Leben leider zu kurz. Ich habe sie gehört, die Stimme des Friedens, die Stimme der Zeit. Sie hat mich versöhnt, sie schlummert in mir. Ich habe es gehört, das Gewissen des Seins, das Gewissen des Ichs. Es hat vieles enträtselt. Es lebt grübelnd in mir.
Ich habe sie gehört, die friedvollen Worten, im Sanftmut des Friedens. Sie haben mich belebt, sie bleiben wachend in mir. Ich hörte ein Lied. Es erzählte von der Leidensbahn und ich stimme es immer wieder mit Wehlaut an. Als Poetenmaler kann ich viel Schönes sehen. Ich kann erleben und beglücken und baue zahlreiche Brücken. Das Leben schreibt meine Bücher. Es malt meine Zeit ungewollt, weil es weiterhin Tribut dem Herzblut zollt. Und nun zu meiner Person eine Kurzbiografie, entnommen aus Wikipedia. Von 1970 bis 1980 absolvierte Hubert Maria Moran Studien in Bildhauerei und Malerei, unter anderem bei Professor Moroder und Professor Svoboda. Er lebt und wirkt in der Gemeinde Klanek in Kärnten. Ihm ist die Konfrontation von Literatur und bildender Kunst mit der Vielschichtigkeit des Universums und der Menschen ein Bedürfnis. Geprägt durch beide Welten, in denen er sich zu Hause fühlt, durchdringt er Farbenpracht, Formen und Dichtung und macht sie auf seine Weise zugänglich durch Texte und Darstellungen als starke Kraft seines sinnlichen Empfindens. Seine Literatur, Malerei wie Bildhauerei sind als ein Fest der Worte und transzendentalen Bilder anzusehen, denn er ist ein unermüdlicher und ständig bestrebt, mit bildlichen geistigen Ausdrucksmitteln zu variieren. Literarisches Werk. Der Autor verarbeitet in seinen Texten Alltägliches, Gesehenes, Erlebtes, manchmal dokumentarisch und gesellschaftskritisch, manchmal träumend, satirisch, romantisierend, ironisch und den Gefühlen freien Lauf lassend, aber immer die Liebe und den geistigen Frieden vor Augen führen. Seine literarischen Werke sind in besonderem Maß von humanen Aspekten und friedvollen Sein wie vom Licht des Lebens getragen. Er hat mehrere Bücher mit Lyrik, Prosa, Gedichten, Balladen und Aphorismen veröffentlicht. Und nun zu einigen Texten, Gedichten oder lyrische Prosa, egal wie man es nennen will, eben dem Thema entsprechend. Im Zauber der Zeit, ästhetisch schön bleibt die Welt im Schöpfungsgebilde, auch wenn ihre Augen voll Tränen triefen, weil die Bewohner des Planeten Erde dies nicht sehen und sich selbst begrenzen. Das Leben ist jedoch wundervoll, auch wenn sich die Menschen mit ihrer Zeit schwer tun, weil sie nur in Begrenztheit besitzen. Das kurze Dasein verhehlt keine Kriege, keinen Hass und baut deshalb trotz der Liebe im Hinterhof von friedlichen Herzen, auch wenn sie sich quälen und das harmonische Miteinander nicht gänzlich verstehen wollen. Die Liebe und der Friede bleiben der wichtigste Besitz, denn die im blinden Spiegel betrachtete Desillusionierung gibt es nicht wirklich, da ihr Abbild nur die Unbehaustheit der Hölle im Raum der gähnenden Leere zeigt. Jede gute Tat, jeder liebende Blick lehrt Menschen, salzige Worte in den verseuchten Bach zu werfen, damit das Alltägliche der finsteren Macht sich nicht immer wieder im Herzen zur Erbitterung verklumpt. Die Urkraft im Schöpfungsgemach will richtig verstanden sein, damit der Taumel des Lebens im sanften Rhythmus und Reiz empfindbar wird,
das Leid der Welt sich verzieht und der beschauliche Friede in sein Refugium einkehrt und freudig nistet. Nur unter dem befreiten Himmel kann man die Glieder gänzlich in Holdseligkeit ausstrecken und wie ein ungezwungenes Kind mitten in einer blühenden Oase versinken. Die schönen Tage sind gezählt, damit sie sich nicht nur knapp und zungenhaft befreien wie aus einem umgefallenen Wasserglas, sollten sie sich offen mit freimütigen Brüsten herzbrüten im faszinierendsten Farbenspektrum des Sonnenlichtes wiederholt zeigen. Die herrliche Zeit ist langsam unterwegs, weil sie nur im friedlichen Schweigen schneller wird und in der Einsamkeit zu viel Platz einnimmt, da sie dem Sturm der Sinnesempfindungen nicht gewachsen ist und hier zu viele Souffleure falsche Töne einflüstern. Auf allen Kontinenten sollte kein Schlachtruf mehr ertönen, kein Bombenhagel die Welt erschüttern. In die Erde des Friedens muss die Liebe weiter gesät werden, damit der Samen von der Sonne erfasst wird und die evolutionsgetragenen wärmenden Strahlen in der Galaxis brechen. Umarmt sei das Leben, es nimmt mit seinen offenen Händen alle Wünsche auf, damit die Menschheit die Dürre der Zeit überdauert. Die Trockenheit lehrt sie, auf die ersehnten Wolken zu warten, damit der Regen neue Hoffnung auf sie herniederschauern lässt. Am sonnenversunkenen Ufer des Lichts beugt sich bereits die Nacht und wartet auf ihre Zeit, die immer wiederkommenden Strahlen des Morgenrots, welche sich Tag für Tag ins Abendrot singen. Es ertönen die ewigen Lieder, er lebt in feuriger Glut, im Schlafrock des himmlischen Bildes. Friedvolle Worte legen sich auf die Zungen, sie werden in Mündern zu Früchten, treibenden Gedanken und Emotionen, doch sie weinen und lachen immer wieder aufs Neue am Graben des geistigen Horizonts. Nun ein dunkleres Gedicht. Die Nachtigall singt. Wenn es nur so leicht wäre, das Lebewohl unterspült das Blut mit der Inschrift des Körpers. Der innere Raum wird zum wallenden Sturm, die hellen Strahlen dunkeln und finden ihre Ruhe. Imagination am Fließen ist aufgegebene Tal der Schmerzen und ihre Bögen lösen sich zwischen zwei Welten auf. Die Helligkeiten wenden sich in die aufgeschlagene, die Dichtung überlebt in den Werken weiter und die Sträucher und Blumen blühen im Rückzug dahinter, damit die Hoffnung dem Abschied nicht Acht gibt und kein Glanz sich im Sternemeer verliert. Es gibt kein Widersetzen. Die Schwelle zum Vorausgehen liegt wie ein Schatten vor der weit geöffneten Tür der Zeit und die Nachtigall singt. Gehe hinaus, gehe voraus, du bist und bleibst hier. Die Erde mit Asche ist ein fruchtbarer Boden. Es gibt keinen Tod in letzter Stunde. Die Tränen der Stille sind Gedichte und Bilder. Sie berühren die Herzen und treiben wie die Glut des ewigen Feuers ins Leben der Liebe zurück. Wenn es nur so leicht wäre. Wie eine Lerche will ich singen, wie ein Arg möchte ich kreisen, hoch in der Luft. Zur Ruhe will ich erst kommen, wenn der Kosmos mich ruft.
Nun bin ich schon beim letzten Gedicht, beim letzten Text, bei der letzten Reise. Der Zug der Zeit. Die Reise des Lebens ist ausgedehnt und währt unendlich. Wobei sie eigentlich recht kurz, vielleicht so kurz wie ein Zug, besser gesagt kaum sichtbar, aber doch spürbar wie ein Luftzug ist. Man steht am Bahnsteig der Zeit, in der Sonne der Freude und im Angesicht der Kriege, in der Hölle des Schreckens. Letztere offenbart in der Unfassbarkeit alles mit dem Tod. Das Leben bleibt offen und ist von der Geburt bis zur Bahre brüchig. Es gibt keine beglaubigte Antwort. Immer wieder spiegelt sich die existenzielle Unbehaustheit des einzelnen Individuums in der unverständlichen, widerfahrenen Existenz. Der Mensch ist trotz seiner Befürchtung guter Hoffnung und wartet auf den Zug, der am Bahnhof nicht wirklich ankommt, weil die Strecke des Lebens durch 1000 Barrieren verlegt wurde. Vielleicht durch einen Schicksalsschlag, durch eine Katastrophe, die sich ins Leben einbrachte und den Menschen verzweifeln und lange warten lässt. Man macht diese und jene Vorwürfe, sucht Schuldige und kann trotzdem keine Fragen stellen, wann das Erhoffte endlich käme, wann sich die Harmonie, das Glück wie die Liebe einstellt, damit man endlich in ihre Waggons einsteigen kann. Es passieren immer wieder unabsehbare Dinge im Leben. Man wartet und zählt die eigenen Stunden, bis unverhofft etwas eintritt, was zählt und einen in der Zeit weiter befördert. Man zählt aber auch die ereignislosen Momente, die stille Beglückung, die einen anspringen und gleich darauf wieder abkühlen und mit dem nächsten Zug in der Ferne verschwinden. Beinahe könnte man es der Schöpfung verdenken, denn sie hatte den Plan und damit auch das fatale Ende für jede Lebensreise bereit. Für tröstenden Zuspruch hat leider auch der Himmel keine Zeit. Unsichtbar in der weiten Ferne des gegenüberliegenden Ufers liegt der Endbahnhof mit dem Zeitschloss gesichert. Die Lebensbahn führt über das endlose Wasser zu ihm hin. Die sich streckenden Gleise werden zum eigentümlichen Gebilde und sind von Gefühlen und Tränen gesäumt. Die menschliche Macht ragt in der Herbstsonne aus dem Strom und neigt sich hin zum Frieden. Die Bremsen kreischen. Die letzten Funken spritzen über den Schwellen bei der Einfahrt. Der Zug ist mit den erwartenden Passagieren angekommen und die Lokomotive wird in die Remisen gefahren und abgestellt. Die großen Tore geschlossen und es herrscht nur mehr die Ruhe. Die Zeit, der Weg, die Fahrt ist die Vollendung wie das Ziel. Durch Gehen und Fahren muss ihn jeder Mensch allein. Im Zug der Zeit verlieren sich alle Leiden und alles Glück. Er rollt nicht mehr auf die Lebensbahn zurück. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.